Hallo und herzlich willkommen bei murprotection.wien, deinen zuverlässigen Partner und Podcast für mehr Sicherheit in deinem Leben. Mein Name ist Tom Moore. In diesem Podcast erläutern wir die Wichtigkeit der taktischen notfallmedizinischen Erstversorgung, angelehnt an die Technik des TCCC, sprich Tactical Combat Casualty Care, mit Fokus Personenschutz, Polizei und Militäreinsatz. Den Zeiten entsprechend und situationsbedingt dem Einsatzraum angepasst, ist es überlebensnotwendig, Fähigkeiten der Notfallmedizin qualitativ hochwertig, schnell und vor allem richtig anzuwenden. Das richtige Anlegen eines Tourniquets, Versorgen offener Brustkorbverletzungen mittels Chest Seal, Sicherung der Atemwege mittels Wendeltubus oder die Technik des Woundpacking, also das Austamponieren von Wunden, gehört zur taktischen Notfallversorgung. Auch in der Notfallverwundetenversorgung wird nach dem internationalen anerkannten ABCDE-Schema untersucht und versorgt. Oftmals bist du auf dich allein gestellt, bis dir dein Team oder weitere Rettungskräfte zur Hilfe kommen. Vorab muss ich hier erwähnen, dass sämtliche Anwendungen bzw. einiges an notfallmedizinischem Equipment, von denen ich hier berichte, ausschließlich für geschulten Medikpersonal bzw. Rettungssanitätern aufwärts vorenthalten sind. Hier erkläre ich eine der geläufigsten von mehreren internationalen anerkannten Möglichkeiten, eine sinnvolle und rasche Notfallversorgung bei Verletzungsmustern, welche zum Beispiel bei Schuss- und Messerverletzungen auftreten oder großer Blutverlust sowie Verlegung der Atemwege. All dieses muss ausgebildet und regelmäßig geübt werden. Anders als bei vielen Sondereinheiten dieser Welt muss der Personenschutz vorab meist mit wenig Equipment auskommen. Der Anzug macht es leider nur schwer möglich. Dennoch sollte ein taktisches Trauma-IFAK, Individual First Aid Kit, in Reichweite sein, zumindest im Auto oder in einer Tasche, Aktenkoffer oder wo auch immer. Schuss- und Stichverletzungen gehören innerhalb Europas noch nicht zum alltäglichen Verletzungsmuster. Dennoch muss diese latente Gefahr stets berücksichtigt werden. Immer häufiger werden Polizei- und Sicherheitsfachkräfte damit konfrontiert. Um hierfür nun gut vorbereitet zu sein, gibt dir Moore Protection überlebenswichtige Lösungsansätze sowie Produktvorstellungen als Gedankenanstoß. In jedem Einsatzraum findest du diese oder ähnliche Produkte. Zusätzlich zu diesem Podcast werden wir dir ein Video als Fallbeispiel zur taktischen Notfallversorgung zur Verfügung stellen. Den Link findest du hier im Beitrag. Weiterführende Informationen findest du ebenso in meinem Fachbuch Personenschutz, so geht's. Auch diesen Link hier im Beitrag. Hier nun einige der wichtigsten Begriffe zu dieser überlebenswichtigen Thematik. Das Tourniquet, welches wir kennen, wurde vom amerikanischen Militär in den Anfängen des Afghanistan-Krieges entwickelt, zum schnellen Anlegen einer Abbindung bei lebensbedrohlichen Blutungen, multiple Blutungsquellen oder bei Amputationen. Die Anwendung sollte an einer Stelle mit ausreichendem Weichteilmantel angelegt werden, keinesfalls jedoch im Bereich von Gelenken, Wundtaschen, Fremdkörpern oder offenen Frakturen. Da eine taktische Notfallversorgung gegebenenfalls im Gefechtsfeld oder eventuell sogar under fire sehr eingeschränkt unter Zeitdruck erfolgt, werden wir die Anwendung so wählen, damit wir bei einem Critical Bleeding das Tourniquet schnellstmöglich an den Extremitäten anlegen und den Patienten aus der Gefahrenzone, auch heiße Zone genannt, herausbringen, um weitere Schritte der Notfallmedizin einzuleiten. Der Ablauf bzw. die soeben genannte Reihenfolge muss immer situationsbedingt betrachtet werden und kann natürlich abweichen. Als hilfreich stellt sich ebenso heraus, sich die Uhrzeit des Anlegen des Tourniquets zu merken oder zu notieren. Wichtig für die Übergabe an weitere Rettungskräften. Die Evakuierung unter Gefechtsbedingungen sind eine Thematik für sich, welche wir zu einem späteren Zeitpunkt in einem weiteren ausführlichen Beitrag behandeln werden. Der Wendeltubus wird über die Nase eingeführt und dient zum Freihalten der Atemwege, indem er den zurückfallenden Zungengrund beim bewusstseinsgetrübten Patienten verhindert. Die Spitze kommt dabei im Rachen zu erliegen. Nasenspitze bis Ohrläppchen
ist der richtige Anhaltspunkt, um die korrekte Länge des Wendeltubus zu ermitteln. Die gängigsten Modelle, wie etwa Tuben der Firma Rüsch, sind größenverstellbar. Falsch eingestellt führt der Tubus zu reflektorischen Würgen und Erbrechen. Vor dem Anlegen solltest du den Wendeltubus unbedingt mit Wangenschleimhaut vom Patienten oder Gleitgel anfeuchten, um Komplikationen wie Blutungen beim Einführen mit Gefahr der Aspiration zu vermeiden. Der Wendeltubus wird unter leichten Drehbewegungen in die Nase nach unten ohne Gewaltanwendungen eingeführt. Auch empfehlen wir eine Fixierung mittels längeren Leukoplast, um eine unbeabsichtigte Extubation zu verhindern. Das Chest-Seal ist ein selbstklebender Verband, oftmals mit Ventilfunktion zum Versorgen offener Brustverletzungen nach Schuss- oder Messerverletzungen. Bei Erkennen einer offenen Thoraxverletzung wird diese sofort mit einem luftdichten Chest-Seal-Verband abgedeckt. Egal ob mit oder ohne Ventil, der Kleber dieser luftdichten Folie hält sehr gut. Dennoch sollte vorher kurz eine Wundreinigung oder ein Abstreifen stattfinden. Bei Schussverletzungen im Brustbereich sind mögliche Austrittswunden zu beachten, daher sofort check the back, um gegebenenfalls diese sofort zu versorgen. Nun zum Wundpacking, das Tamponieren von Wunden. Bei Wundpacking spricht man über Wunden, welche mit einem normalen Druckverband nicht mehr versorgt werden können. Deshalb tamponiert man die identifizierte Wunde mit dafür vorgesehenen Hilfsmitteln, indem man die Wunde mit den Fingern frei und trocken legt. Nun wird die lokalisierte Blutung unter ständigem Druck tamponiert. Es ist wichtig, dass der Druck beim Packen dabei ständig aufrechterhalten bleibt, notfalls bis zum Knochen packen, damit du einen Gegendruck erreichst. Es muss unbedingt die komplette Wunde voll austamponiert werden. Hierfür empfehlen wir das QuickClot Combat Gauze. Ein Druck von 3 bis 5 Minuten muss auf die Wunde ausgeübt werden, damit der Wirkstoff einsetzt. Durch eine spezielle Beschichtung namens Kaolin, einem mineralischen Wirkstoff, aktiviert diese bei Kontakt mit Blut körpereigene Enzyme zur Blutgerinnung und beschleunigt somit die Blutstillung. Zudem besitzt das QuickClot die nützliche Eigenschaft, dass es röntgendetektierbar ist und in weiteren medizinischen Schritten am X-Ray sichtbar gemacht wird. Sollte die Wundöffnung so groß sein, dass ein QuickClot alleine nicht ausreicht, kann diese mit normalen sterilen Mullbinden aufgefüllt werden. Der Druck auf die Wunde muss unbedingt aufrechterhalten bleiben. Bei Anwendung mittels QuickClot muss immer ein Druckverband angelegt werden. Dazu eignet sich das Easy Bandage hervorragend. Alle genannten Artikel, welche wir natürlich auch selbst in Verwendung haben, habe ich für dich hier verlinkt. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, lass einen Daumen da und abonniere unseren Kanal. Weiterführende Informationen findest du wie immer auch unter moorprotection.wien. Mein Name ist Tom Moore.